Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung auf den letzten Drücker. Wir haben hier in Finnland 7 Uhr und ein paar kaputte. 7 Uhr und 19 Minuten wird also wieder Knopf auf Spitz, dass die Sendung pünktlich um 19 Uhr live geht. Also insofern die Themen für euch frisch gepresst sind, und zwar einmal Lufthansa, und zwar man kann den Status, den FTL bekommen. Jetzt sagt der Mensch, das habe ich doch gehört, gibt aber jetzt einen Gutschein und noch was dazu. Dann gibt es eine Aktion von der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Digital-Abo 44.000 Miles and More Meilen, sollte man sich anschauen. Dann haben wir von IHG wieder eine Promotion, die verkaufen Punkte mit 100% Bonus. Und wir haben Lufthansa halbiert, Frankfurt JFK im Winterflugplan, da gibt es neue Informationen für die, die nach New York wollen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder auf School zu kommen und dort zu kommentieren und zu diskutieren. Das erste Thema, was wir haben, und zwar, das ist natürlich die Lufthansa Kreditkarte, die Miles & More Goldkarte mit Points, Meilen und Gutschein. Und zwar die Miles & More Kreditkarte wird aktuell mit 4.000 Prämienmeilen, 40 Points, also Statuspunkten, und zeitweise einem Lufthansa-Gutschein über 100 € beworben. Zusätzlich erhalten Kartennehmer Zugang zum kostenpflichtigen Fast Track zur Frequent Traveler Karte. Wir hatten das ja schon ein bisschen mal angesprochen. Wichtigsten Fakten nur noch mal zusammengestellt. Oktober 2025 ist der Herausgeber der Karte gewechselt, der Emittent. Das ist einmal die Deutsche Bank geworden anstatt der DKB. Dann gibt es die Perawate Gold, die Business Gold und die Kartenpreise 11,50 € monatlich, was 138 € jährlich sind. Der Willkommensbonus bis zum 31. Dezember 2026 sind 4.000 Prämienmeilen und natürlich zusätzlich 40 Points dazu für euren Status. Klar, wenn man jetzt überlegt, beim Senator, wie viel sind 40 Points von 2.000 Punkten, könnt ihr selber ausrechnen, also dann wisst ihr Bescheid. Aber der Zugang zum FTL Fast Track ist das Spannendere für den einen oder anderen, der keinen Status hat. Aber bevor wir dahin gehen, wer die Karte beantragt, bis zum 31. August bekommt noch einen Gutschein über 100 €. Aber jetzt, wenn ihr den Fast Track teilnehmen wollt, kostet die ganze Chose 650 € oder 80.000 Prämienmeilen. Der Antrag muss bis zum 30. September diesen Jahres, also 2026, abgegeben werden, und dann gilt der Status bis 28. Februar 2027. Ihr merkt, ich lache ein bisschen, weil ich finde es wieder immer kniepig, aber ich hatte das ja schon gesagt. Ja, also insofern habt ihr das Ganze ja mal gesehen. Wenn ihr jetzt hingeht und sagt, okay, was sind diese 4.000 Meilen wert als Value? Wer das Ganze bei 1 Cent sieht, sind es 40 €. Wer es bei 2 Cent sieht, sieht es bei 80 €. Bei 1,5 natürlich logischerweise mit 60 €. Damit wisst ihr, was da ungefähr der Value ist. Die 40 Points müssen wir auch nochmal in Relation setzen, also Statuspunkte. Ihr braucht für den FTL 650, davon 325 Qualifying Points. Beim Senator sind es 2.000 Punkte, davon 1.000 Qualifying Points. Qualifying Points sind übrigens die Punkte, die ihr auf Lufthansa Group selber fliegt oder LOT Polish Airlines. Ja, also rund 6,2% der FTL-Points, 2 innereuropäische Economy-Segmente, sofern jeweils 20 Points vergeben werden, wenn man es mal ausrechnet. Der Bonus ist hilfreich, aber er setzt keine Statusstrategie, das ist wirklich so. Entscheidend ist, ob die 40 Points zugleich als Qualifying Points zählen, dafür sind die konkreten Aktionsbedingungen ja maßgeblich, also ihr müsst halt mit einer der Lufthansa Group Airlines oder LOT Polish Airlines fliegen. Ja, der 100 € Gutschein ist natürlich zur Nutzung für eine Lufthansa-Flugbuchung gedacht. Bereitstellung nach Kartenausstellung, Miles & More Konto zu prüfen ist natürlich der Mindestbuchungswert, Gültigkeitsdauer zugelassene Abflugländer nur mit Lufthansa oder weiteren Group Airlines logischerweise, Ausschluss von Steuern bzw. Zusatzleistungen, Einlösbarkeit nur auf lufthansa.com und Kombinierbarkeit mit anderen Gutscheinen, nö. Berechtigung von Bestands- und ehemaligen Kartenkunden. Also damit kann man natürlich sagen, ist dann eben nur 100 € wert, wenn man ohnehin einen passenden Lufthansa-Flug buchen möchte. Ja, in den vergangenen 12 Monaten darf keine entsprechende Deutsche Bank Miles & More Kreditkarte bestanden haben. Eine frühere DKB-Karte löst den Bonus nicht aus. Und ja, es ist eine neue Karte, ist auch ein bisschen für die Schufa, für den einen oder anderen etwas doof, gebe ich ja zu, aber die Gutschrift erfolgt nach der ersten Abrechnung.
Ein Dauervorteil ist der Meilenschutz, wer keinen Status hat, das muss man immer wieder sagen. Ist dafür die Goldkarte nötig? Nein, die anderen Karten bieten auch einen Meilenschutz, aber die Goldkarte hat halt Versicherungen, Mietwagenvorteile, Mehrwertstatus, Mobilfunkdaten, Tarif dazu, dann Volt Plus, Points-Tausch und höhere Business-Sammelraten. Deshalb könnt ihr das einmal für euch so inhalieren. Den Fast Track selber, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, da verweise ich einfach auf die Sendung, die ihr euch anschauen könnt. Und wir haben natürlich auch ein Fazit zum Thema. Der reguläre Meilenbonus ist schwach. Das ist so, das bleibt so, das wird auch immer so sein, dass 4.000 jetzt wirklich nicht so der Burner sind. Der zusätzliche 100-Euro-Gutschein verbessert das Erstjahresangebot merklich, muss man schon sagen. Leider ist das so, das ist wieder alte Trabi-Witz. Wie kann ich den Wert eines Trabis verdoppeln, indem ich voll tanke? Also insofern ist es eher traurig, aber gut, so ist es. Der FTL Fast Track soll getrennt bewertet werden, lohnt sich nur bei vielen Flügen bis Februar 2027. Aber wer viele Flüge hat, hat den Status ja eh. Also wer das jetzt machen möchte, um einfach nur den Boost zu haben und in die Business Lounge zu gehen und auch im Gegensatz zur Amex Platin-Karte dann sagt, okay, ich will unbedingt in die Business Lounge, weil das ist für mich ein Tempel der Gastfreundschaft und des Gourmets. Also insofern, da würde ich sagen, okay. Aber für die Beantragung müsst ihr halt einfach mal gucken, dass ihr das alles nochmal euch anschaut und wirklich überlegt, ob das für euch ist. Deshalb die Frage des Tages für euch: Ist die Meister More Goldkarte 138 Euro pro Jahr wert oder reicht die günstigere Blue-Karte? Beim Thema 2 gibt es 44.000 Meilen bei einem digitalen Frankfurter Allgemeine Zeitung Abo. Also Lesen bildet, Lesen ist toll. Die Frankfurter Allgemeine bietet also für ein 12-monatiges Digital-Abo 44.000 Meilen für 635 Euro an. Damit sind wir bei 1,44 Cent pro Meile, wobei der tatsächliche Gegenwert des Abos berücksichtigt werden sollte. Also wer ein Abo abschließt, No-Brainer. Wer nicht lesen kann oder nicht lesen will, ja, da müsst ihr selber belegen, ob das für euch gut ist. Weil ihr bekommt ja die digitale FAZ, die Sonntagszeitung F-Plus-Inhalte, 12 Monate Laufzeit, Angebotsfrist ist 31. August 2026, würde also heißen 14,43 Euro pro 1000 Meilen, 1,443 Cent. Zahlung ist ausschließlich per Überweisung, also auch jetzt nicht die Kreditkarte nochmal schnell gezückt und ein paar Punkte mitnehmen. Und ihr dürft halt nur innerhalb von 6 Monaten ein FAZ-Abo bzw. FAS-Bestellung vergüten. Damit haben wir das Ganze durchaus abgearbeitet. Als Fazit können wir auch nochmal mitnehmen. Das Ganze als reiner Meilenkauf ist das Angebot schon okay, dann aber kein außergewöhnlicher Bestpreis für tatsächliche FAZ-Leser, also Frankfurter Allgemeine Zeitung-Leser, kann der effektive Meilenpreis deutlich unter einem Cent liegen. Ohne eine konkrete Einlösung oder Meilenschutz ist ein spekulativer Abschluss natürlich riskant, aber ihr habt ja alle die Kreditkarte oder zumindest einen Status. Die vollständigen Abo- und Kündigungsbedingungen sind ebenso wichtig wie die 44.000 Meilen. Heißt also, ihr solltet euch angucken, wie die Kündigungsbedingungen sind, damit ihr da nicht ins Messer lauft. Ja, würdet ihr für das Abo von 635 Euro die 44.000 Meilen mitnehmen? Ja oder nein? Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir nochmal Neuigkeiten. Ich selber war ja in New York mit der Lufthansa. New York ist schon für einige eine Traumstadt, aber im Winter nur ein Flug ab Frankfurt. Und zwar ist das die LH, was ist es denn? Die LH 400 und dann die LH 401 zurück nach JFK. Am 25. Oktober bis zum 27. März. Die ursprüngliche Planung waren ja 2 tägliche Umläufe, aber man hat jetzt einfach gesagt, nee, wir machen das nur mit dem 350-900er. Ursprünglich war es ja auch mit einer 787-9er geplant und damit ist die LH 400 Abflugzeit 11 Uhr morgens, 13:35 Uhr Ankunft in New York, Abflug in New York wieder um 15:55 Uhr und dann um 5:15 Uhr Ankunft wieder in Deutschland. Damit ist es so, dass natürlich das Ganze nicht so hübsch ist. Flüge werden natürlich angepasst, immer wieder, es kann also immer wieder zur Änderung kommen. Aber die Kürzung betrifft halt wirklich nur JFK. Weiterhin geplant sind die Newark-Umläufe mit Lufthansa, das muss man sagen. Frankfurt-New York mit United gibt es auch. Und es gibt München-JFK mit Lufthansa. Weitere Verbindungen natürlich auch. Und es gibt eine 777 oder was ist es mit Singapore Airlines. Ne? Gibt es auch von Frankfurt nach New York. Also, ja, man hat halt wirklich die Frequenz halbiert, aber nicht das ganze New York-Angebot. Das ist halt die gute Nachricht. Ich persönlich mag JFK ein bisschen mehr, als ich Newark mag. Ich weiß nicht warum, obwohl beides
schlecht zu erreichen ist, wenn man den Verkehr nach Uhrzeit sieht. Ja, Begründung von Lufthansa ist ganz klar, dass es natürlich die weakest period of time is of the year, is the winter. Heißt also, im Winter wird es weniger Flüge geben müssen, weil weniger Leute fliegen wollen. Und deshalb ist es so, dass es keine touristische Route ist. Und wenn es keine touristische Route ist, wobei Winter, New York, ich weiß nicht, Advent und so und Rockefeller Center. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, ist das halt wirklich so, dass man da halt zusammenstreicht und sagt, wir verdienen nicht das Geld, was wir verdienen müssen. Also ist es für uns uninteressant. Ja, damit könnt ihr jetzt weiter schauen. Natürlich hat es auch ein bisschen mit Flugzeugverfügbarkeit wahrscheinlich zu tun, aber das ist halt so. Als Fazit können wir sagen, Lufthansa halbiert eine konkrete Route, nicht ihr gesamtes New York-Netz. Das ist halt zu unterscheiden. Mit JFK, Newark, München, United bleibt das Angebot umfangreich, Singapore Airlines auch nochmal hinzugefügt. Für Passagiere ist das natürlich ein Problem, weil wir weniger Flüge haben, deshalb haben wir weniger Meilenplätze, deshalb haben wir weniger Upgrade-Themen. Und natürlich, was auch ist die Premium-Kapazität ist deshalb etwas reduziert, ganz klar. Die Streichung der 787-Rotation könnte neben der Nachfrage auch mit der Flottenoptimierung zusammenhängen, aber das wissen wir ja nicht so ganz genau, weil Lufthansa es nicht gesagt hat. Ja, fliegt ihr lieber nach JFK oder nach Newark? Was ist euer Lieblingsflughafen in New York? Da bin ich mal gespannt. Größere Katastrophe war, glaube ich, nur noch LaGuardia für mich, aber hey, who cares? Dann das letzte Thema ist IAG, verkauft Punkte mit 100% Bonus bis zu, muss man sagen, denn man kann den personalisierten Bonus von 100% in Punktehäufen bekommen. Damit wäre das, wenn man sagt, okay, man macht 100%, dann wäre der Punkt bei 0,5 US-Dollar-Cent. Vom 1. August bis zum 17. August Eastern Time. Leider erhält aber nicht jedes Mitglied die 100%. Damit haben wir einen Kaufpreis, wie ich schon sagte, wenn man von 100% ausgeht, von 0,5 Cent. Damit ist für euch das Fazit ganz klar, was ihr habt. Und zwar ist es so, 0,5 Cent ist der übliche Bestpreis für die IHG-Punkte. Also ist jetzt kein Ausreißer, ist jetzt nicht der Burner. Das macht die Aktion gut, aber nicht selten. Kaufen sollte man nur mit konkreten und sofort buchbaren Prämiennächten, wenn ihr also einen Use Case habt. Dynamische Punktepreise für Entfernungsgebühren und entgangene Punkte an einem Baraufenthalt müsst ihr natürlich einfließen lassen in die Rechnung. Und ein Bonus unter 100% ist angesichts der häufigen Aktionen schon eigentlich weniger interessant. Ich glaube, 110 hatte ich ja beim letzten Mal auch gesagt, dass das war. Ja, für welches Hotel würdet ihr das kaufen? Gesamtfazit zur Sendung. Miles & More erschließt über Kreditkarten und Abonnement immer mehr Wege zum Meilen und Status sammeln. Große Bonuszahlungen sind auch nicht automatisch gute Aktionen, das muss man halt ehrlicherweise sagen. Entscheidend ist der effektive Preis und die konkrete Einlösung. Klar, die Goldkarte bietet auch Meilenverfallschutz, was aber auch andere Karten machen kann, hat aber mit vielen Versicherungen natürlich schon durchaus viele, viele Vorteile. Das FATS-Abo ist vor allem für echte Leser interessant, also jemand, der die Zeitung liest, sollte das tun. Und ja, Lufthansa passt das Flugangebot an, da kriege ich noch Sprachstörung und reduziert im schwachen Winter gezielt JFK, Gott sei Dank nicht Los Angeles. Die New York-Region bleibt dann dank Newark, München, United dennoch stark angebunden, auch Singapore Airlines möchte ich erwähnen. Aber natürlich ist es so, dass IHG hier wieder auch zeigt, dass man Punkte immer kaufen kann und wenn es sich lohnt, durchaus Sinn macht. Deshalb gibt es als Thema bei allen 4 Themen nicht der beworbene Bonus, sondern der persönliche Netto-Gegenwert entscheidet. Deshalb ist es für jeden anders und nicht gleich. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch auf Scoot zu kommen und zu diskutieren und zu kommentieren. Wichtig ist die Frage des Tages, die könnt ihr direkt dort beantworten. Und zwar die erste Frage ist ganz klipp und klar, Newark oder JFK? Was ist euer Flughafen der Wahl, der Qual in New York? Und als zweite Frage würde ich sagen, ist euch die Miles & More Goldkarte 138 € jährlich wert? In dem Sinne danke ich euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung wiederzusehen. Also bis dann, ciao, ciao und vielleicht bis morgen. Also